Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Chef of Persia Challenge. Dieses Mal mit einem Startup. Hi, ich bin Lukas. Und ich bin Michelle und wir sind die Gründer von Medentil, einer App, die Unverträglichkeiten herausfindet und individuelle Ernährungskonzepte anleitet. Und wir freuen uns auf die Challenge. Wir kochen heute Kakakadu, das ist auf Deutsch letztendlich nichts anderes als ein Kürbispfannkuchen. Und wir haben uns vor allem für dieses Rezept entschieden, weil ich liebe Pfannkuchen und jetzt vor allem auf persische Art, und das Besondere hier dran ist, dass wir Kürbis mit drin verarbeiten und wir gehen in die Wintersaison rein und gerade jetzt, wo Kürbis wieder überall in den Supermarktregalen zu finden ist, können wir doch den perfekt nutzen, um einfach hier nochmal den neu zu entdecken, und das in Pfannkuchen. Das Chef of Persia Charity Event ist ein besonderes Format. Hier wollen wir nicht nur ein leckeres Rezept vorstellen, sondern auch was Gutes tun. So wählen unsere Gäste in jeder Folge einen Spendenzweck. Unsere Spende geht an Herzenswünsche und hier wird kranken Kindern ermöglicht, noch einen letzten Wunsch erfüllt zu bekommen. Ich persönlich war mal IK-Helfer und ich habe wirklich einen sehr persönlichen Bezug eigentlich zu Menschen, die vor allem erkrankt sind, und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Stufen, und gerade Schwerkranken ist es, glaube ich, der letzte Wunsch oder den letzten Wunsch zu erfüllen, ist gerade besonders wichtig und erfüllt einfach ein Kind mit so viel Liebe und Freude, und ich glaube, da ist das Geld auf jeden Fall am besten aufgehoben. Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch du vielleicht eine kleine Spende dalässt. Der Link steht auf jeden Fall unter dem Video und ich glaube, damit würdest du vielen Kindern eine große Freude bereiten. Super. Hallo zusammen, wir sind heute hier und kochen das Rezept Kakadu oder auch Kürbispfannkuchen. Wir brauchen einen Kürbis, dann geben wir noch Mehl dazu. Hier haben wir vor allem Weizenmehl. Das kombinieren wir vor allem einmal mit einem Reismehl. Damit wir ein bisschen Süße reinbekommen, haben wir Zucker. Hier haben wir den ganz normalen haushaltsüblichen Haushaltszucker dabei. Dann haben wir auch noch für eine weitere Süße haben wir Vanillezucker. Wir haben Backpulver, damit das Ganze ein bisschen aufgeht. Wir haben den Zimt. Wichtig für die Flüssigkeit, auch einmal haben wir hier noch ein bisschen Milch. Und damit das alles auch natürlich schön zusammenpappt, nehmen wir auch noch das Ei mit. Und ganz wichtig, magst du einmal den Kardamom oder hell holen. Nehmen wir noch Kardamom mit und zu guter Letzt kannst du auch selber nicht nur halten. Das Rosenwasser. So, gerade wenn wir feste Gegenstände schneiden, sollten wir das auf... Das riecht gut. Oh, das riecht fantastisch. Das riecht so nach Weihnachten. Oh, Kardamom hat echt richtig gut gerochen. Also man kennt Kardamom ja so, entweder in schon fertigen Gewürzmischungen drin oder vielleicht auch als Pulver. Aber diese frischen Kapseln, das kann ich wirklich auch nur empfehlen, dass wenn man die Gewürze nimmt, dass man die auf jeden Fall auch dann frisch nimmt, frisch mörsert und eventuell die Gewürze so ein bisschen in der Pfanne ohne Öl anrösten, dann entfaltet das nochmal ein bisschen mehr das Aroma und es wird noch intensiver, wenn man es denn mag. Also ich glaube auch einfach mal, wenn man den mörsert, einfach mal Nase dran halten und einfach mal genießen. Also es war wirklich, wenn man es ausprobiert, man strahlt auf einmal, weil es einfach so ein Geschmackserlebnis schon eigentlich ist. Ich glaube, ich werde auch keine Pfannkuchen mehr ohne Kardamom machen. Ja, will ich auch sagen, ja, wirklich. Ja. Für das Rezept wird als erstes der Kürbis in kleine Stücke geschnitten, dafür den Kürbis vierteln und dann das Kerngehäuse entfernen und in kleine Stücke schneiden. Gerade unser Tipp auch hier, man kann gerade einen Hokkaido-Kürbis mit Schale essen. Das bedeutet einfach hier unter heißem Wasser gut abwaschen, am besten dann auch hier einen Bio-Kürbis kaufen. Das heißt einfach weniger Lebensmittelverschwendung dann in dem Fall und man kann wirklich alles genießen. Es braucht natürlich ein bisschen länger, bis der dann gar ist, das muss man schon dazu sagen. Und so grobe Schmutzstücke kann man natürlich auch immer abschneiden. Die Kürbisstücke dann in die Pfanne geben, aufkochen, schön weich werden lassen und dann am
am Ende zu einem Mousse verarbeiten. Wir haben es ja dann am Ende noch püriert, das war gar kein Problem. Also man hat jetzt keine Schalenreste oder sowas noch geschmeckt. Das hat gar keinen Unterschied gemacht. Es ist ja nicht unbedingt auch immer Kürbissaison. Da vielleicht noch der kleine Tipp, wo man Kürbis ganz gut bekommt. Es gibt im Tiefkühlfach sehr, sehr lecker, schon klein geschnittenen Hokkaido-Kürbis, den man sehr gut auch dafür verwenden kann. Da kann man natürlich auch einen Mousse rausmachen. Oder mein Pro-Tipp ist immer in die Babyabteilung gehen, bei DM, bei Rossmann, wo auch immer. Und da gibt es so kleine Gläschen mit Kürbismousse und oder Kürbispüree, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und das kann man auch einfach nutzen. Das Kürbispüree wird dann zusammen mit allen anderen Zutaten vermengt. Das heißt, am besten erst die trockenen Zutaten zusammentun. Wir hatten Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backpulver, Zimt, Kardamom. Den Kardamom erst aus der Kapsel lösen und fein mörsern. Genau, diese Zutaten dann zusammenmischen und mit dem Kürbismus, mit der Milch und dem Ei und dem Rosenwasser zusammen zu einem homogenen Teig vermischen und dann in einer heißen Pfanne mit viel Fett ausbacken. Mega geil. Das ist richtig geil. Ja. Wir hatten jetzt normale Milch genommen, wir hatten ein Ei genommen. Für diejenigen, die sich rein pflanzlich ernähren wollen, nimmt man dann ganz einfach eine Hafermilch, eine Sojamilch anstatt die normale Milch oder ersetzt das Ei zum Beispiel für ein bisschen Apfelmark oder es gibt auch im Supermarkt gibt es Eiersatzpulver. Das kann man auch dann, einen Esslöffel ist es dann meistens, einfach da reinrühren, dann wird das auch dick. Also da ist man tatsächlich sehr, sehr flexibel. Und wenn wir schon dabei sind, dass das Rezept auf jeden Fall immer funktioniert, wir hatten auch Backpulver da drin. Manchen Menschen schmeckt gar nicht Backpulver zum Beispiel, weil man da so einen faden Beigeschmack eventuell hat. Dann einfach das Eigelb vom Eiklar trennen und das Eiklar aufschlagen zu Eischnee und das am Ende dann unterheben. Dann hat man auch genauso eine luftige Masse, wie wenn man Backpulver drin verwendet. Wir brauchen schon ein bisschen mehr Öl, damit wir vor allem gleich den Teig gut wieder von der Pfanne lösen können, dass wir auch ein schönes Aroma kreieren. Wir haben jetzt hier ein klassisches Pflanzenöl, vor allem auf Rapsbasis. Und hier ist auch Rapsöl wirklich viel, viel besser als Sonnenblumenöl. Also es gibt ja immer diese zwei Ölfraktionen, die es so im Haushalt gibt. Manche braten alles in Sonnenblumenöl, manche alles in Rapsöl. Und hier kann ich euch wirklich mal empfehlen, eher das Rapsöl zu nehmen. Das ist auch sehr geschmacksneutral, aber von den Fettsäuren her viel, viel besser als das Sonnenblumenöl. Wir nehmen uns erstmal eine gute Kelle. Genau, und packen schön rein. Und wir sehen auch schön hier jetzt, es bilden sich hier so kleine Luftbläschen. Wasser entrinkt und wird jetzt schön im Ölbett ausgebacken. Mal drehen. So, das Essen ist gleich fertig, aber bevor wir es ausprobieren, lass uns unsere Gäste etwas näher kennenlernen. Ich hatte die Idee für Milentier schon ungefähr vor 5 bis 6 Jahren, wo ich nicht wusste, dass ich unter Unverträglichkeiten leide. Und als ich es dann endlich erfahren habe, war ich total überfordert mit der ganzen Situation. Weil man muss sich das so vorstellen, ich hatte 3 Unverträglichkeiten und ich stand mit 3 Lebensmittellisten, also ja, DIN A4-Zettel im Supermarkt und habe geguckt, okay, was kann ich hier noch essen? Und am Ende war es Reis und ja, Wasser, was dann noch ging. Also es war wirklich sehr, sehr schade und da habe ich dann eine Lösung für gesucht und dachte, das muss doch auch digital sehr gut möglich sein. Habe das Ganze dann im Studium ein bisschen weiterverfolgt und am Ende dann Lukas und unseren weiteren Mitgründer Stefan kennengelernt. Und jetzt sind wir seit 2,5 Jahren dabei und haben jetzt eine gute Lösung gefunden, sodass wir vielen Menschen helfen können. Wenn du gerade zum Beispiel Bauchschmerzen
durch die Welt läufst. Also sprich, du hast eventuell nach einer Mahlzeit Beschwerden, dann kannst du dich sehr gerne bei uns melden. Komm einfach zu uns auf die Webseite oder geh in den App oder Play Store, denn wir sind live und wir sind für dich da. Du kannst einfach die App runterladen, dich anmelden und die ersten Tage sind vor allem für dich kostenlos. Da geben wir die erste Zeit erstmal eine Einschätzung, dass du weißt, okay, so wollen wir mit dir arbeiten, um vor allem für dich halt herauszufinden, welche Inhaltsstoffe führen denn am Ende zu deinen Beschwerden und dann vor allem, wie gehst du dann mit dem Alltag um, damit du halt wirklich ein Alltagskonzept hast, dir per App zur Verfügung steht und damit du deine Beschwerden wieder reduzieren kannst. Das war ein Statement. Wow. Sieht sehr gut aus. Gerne. So, Kaffee nehmen wir auch. Wieso habe ich den einzelnen? Ja, dann tauschen wir. Das ist ja fantastisch. Schmeckt super. Also der Kürbis ist, glaube ich, auch einer der Hauptzutaten in dem Gericht und der hat die so schöne Eigenschaft, dass er das ganze Rezept so ein bisschen orangelich färbt und wirkt wesentlich freundlicher und appetitlicher. Und gerade wenn man ihn dann noch so ein bisschen durchschneidet, dann ist es gar nicht so, dass man denkt, es ist irgendwie Kürbis im Teig verarbeitet. Nein, es ist einfach ein perfekt durchgebackener Pfannkuchen, der einfach eine andere Farbe hat, viel, ich sag mal, strahlend daherkommt. Vor allem finde ich es im Pfannkuchen auch so cool, weil es einfach ja, ein Gemüse ist. Es ist auf jeden Fall ein sehr gesundes Lebensmittel, was man im Pfannkuchen vielleicht jetzt nicht unbedingt erwartet. Gerade auch, wenn es um Kinderernährung oder Ähnliches geht, dann finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache, um so ein bisschen Gemüse noch reinzuschmuggeln. Und ich glaube, wenn es dann über den Kürbis noch hinausgeht, kann man, glaube ich, sehr spielerisch auch an das Rezept gehen. Also wir haben auch ein paar Schokolinsen darin verarbeitet in dem Rezept, aber man kann es auch mit Blaubeeren machen, mit anderen Beeren natürlich geht das genauso gut. Einfach, dass man da so ein bisschen flexibel bleibt. Was habe ich denn noch in der Küche, im Haushalt gerade da? Und da ist eigentlich jeglicher Geschmack dann am Ende anzutreffen, ob es jetzt zum Beispiel auch noch Kokosraspeln oder sonstiges sind. Einfach mal ausprobieren, mit in den Teig geben, ausbacken und fertig. Und wenn man es nicht mit in den Teig geben möchte, einfach am Ende dazu genießen. Genau, ich glaube, es ist eine ganz gute, also das Rezept ist ein ganz gutes Basisrezept und die Gewürze, die würde ich wirklich auch auf keinen Fall abändern, die waren wirklich gut. Ja, wir hatten erst das Rosenwasser vergessen. Zum Glück ist Lukas das dann noch aufgefallen nach 2 Pancakes und dann dachten wir, okay, jetzt sollten wir es doch noch mal dazugeben. Und dann hatten wir natürlich den perfekten Vergleich und wussten, okay, wie schmeckt es ohne Rosenwasser, wie schmeckt es mit Rosenwasser. Man muss halt sagen, hier in Deutschland ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, Rosenwasser zu bekommen. Das gibt es jetzt nicht unbedingt in jedem Supermarkt. Man kriegt es im Bioladen oder auch in der Apotheke oder halt im Internet. Von daher ist es ja erstmal so, dass man sich denkt, okay, vielleicht kann ich es auch weglassen. Und ich würde sagen, es wäre möglich, also man kann, das Rezept schmeckt auch sehr lecker ohne Rosenwasser, aber es war nochmal so das i-Tüpfelchen. Also ich würde auch sagen, gerade da wir jetzt diesen Vergleich hatten zwischen einem Pfannkuchen ohne Rosenwasser und einmal mit Rosenwasser, haben wir wirklich den Unterschied nochmal gespürt und haben wirklich festgestellt, es macht einfach was, wenn Rosenwasser drin ist. Und wir hatten insgesamt 1 Esslöffel, hatten wir ungefähr drin. Und es war viel harmonischer. Und ich habe das Gefühl, ich würde auf jeden Fall gucken, dass ich Rosenwasser mir für dieses Rezept kaufen würde. Ja, es hat sehr Spaß gemacht, dich hier in unserer Küche begrüßen zu dürfen, im Büro vor allem. Und mit den persischen Rezepten, ich glaube, es wird auch mit Sicherheit nicht das letzte persische Rezept gewesen sein. Also gut, dass wir jetzt auch die ganzen Rezepte von der Website auch in unserer App dann quasi haben, sodass man auch direkt sehen kann, ob es verträglich ist oder nicht verträglich ist. Und nun eine Frage an euch alle. Welches persisches Gericht oder welche Gäste möchtet ihr in der nächsten Folge sehen? Habt ihr Ideen für einen Spendenzweck, der euch am Herzen liegt? Lasst uns eure Wünsche und Vorschläge in den Kommentaren unten wissen. Vergesst nicht, in der Videobeschreibung gibt es wichtige Links, unter anderem den Spendenlink und weitere Informationen zu unseren heutigen Gästen. Vielen Dank fürs Zuschauen und für die tolle Unterstützung. Abonniert meinen Kanal. Bleibt gespannt und seid dabei, wenn es in der nächsten Folge wieder heißt Chef of Persia Challenge. Eins, zwei, drei, go.
so Chef of Persia. Chef of Persia. Ja. Okay. So wie Prince of Persia. Chef of Persia, okay. So, 3, 2, 1, go. Hallo zusammen, wir sind heute hier und wir haben uns der Challenge von Prinz... Hallo. Test, hallo. Hi, ich bin Lukas. Ich bin Michelle und... Toll. Das war so gut. Einmal arbeiten wir Profis.